So, Robert, Ja? neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Inwiefern denn? Mit deiner Hose. Ach, mit meiner Hose meinst du? Bisher ist ja noch ganz. Noch? Jetzt fahren wir mal ab. Ja, schauen wir mal, wie lange die hält. Oder? Oh, schau mal, das sind Nachspeisen. Wo? Jetzt sehe ich es erst. Siehst du das? Ich weiß nicht, ob das durch die Kamera durchgeht. Das sind schöne Croissants und alles drinnen. Aber nee, das gibt's heute nicht. Wie? Denn Leute, heute wird's interessant. Heute wird's sehr interessant, denn zwei komplett unterschiedliche Welten treffen aufeinander. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich zum Jetzt hast du das Hütchen mitgenommen. Schau, wenn ich jetzt hier raus, jetzt gehe ich aufs Gas, siehst du das, wie der wegzieht? Das ist ja geistesbrutal, Junge. So, los geht's! So, wieder schön bis in die Grenze! Alter, ist das geil! Alter. Und wie ihr hinten sehen könnt, sind hier ist eine schöne Rennstrecke. Denn Leute, wir befinden uns wo befinden wir uns denn, Robert? Neuburg an der Donau. So sieht's aus, bei Audi Sport. Einmal hier drüben, Motorsport Area, ja. Und hier haben wir die Audi Driving Experience. Und wir Leute, wir dürfen heute mit dem Audi R8 fahren und mit dem Audi RS e-tron GT hier auf der Rennstrecke. Und dann schauen wir mal so, inwiefern die Autos dementsprechend Vorteile bzw. Nachteile haben, was sich besser fahren lässt. Wir haben natürlich schon einen ordentlichen Unterschied. Bedeutet, es beginnt R8 10-Zylinder Saugermotor, Audi RS e-tron GT, reines Elektrofahrzeug. Also da bin ich mal wirklich gespannt heute, wie das so wird. Und wir machen natürlich auch einen Track Race. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir wollen natürlich schauen, welches Auto von den beiden schneller ist. Und ich muss leider sagen, ich tippe da schon eher in Richtung RS e-tron GT. Denn R8 ist mit 3 Sekunden angegeben, RS e-tron GT mit 3,3 Sekunden. Aber den haben wir ja auch schon mit 3 Sekunden gemessen. Und Elektropower ist halt am Anfang einfach Instant Power. Von daher, ich würde sagen, Robert, wir gehen jetzt nach unten. Beziehungsweise ich nehme noch hier ein schönes Schokocroissant mit. Ja. Und dann steigen wir ein, oder? Achso, nur du oder was? Willst du auch einsteigen ins Achso, Auto? nee, egal. Komm, scheiß auf. Wir gehen runter. Oder wolltest du jetzt ein Croissant haben? Ja, genau, das meine ich eigentlich. Ach so, ja, ich weiß nicht, ob da noch was übrig ist. Ich sehe da nur noch eins. Okay, ja, Alles dann nimm klar. dir mal eins. Also, auf geht's. So, Robert. Ja, bitte. Jetzt geht's los, oder? Ah, hier, Verstellung Performance-Modus. So, ESP ist halb aus. Halb aus, das verstehe ich aber überhaupt nicht. So, das heißt, hier einmal lang draufbleiben. Jetzt müsste es komplett aus sein. Dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, was hier so in dem R8 geht. Und auch generell einfach mal hier jetzt den Vergleich zu haben. R8, purer 10-Zylinder Saugermotor und dann RS e-tron GT. Wirklich so diese zwei Welten, ne, miteinander zu verbinden. Ne? Inwiefern sich das hier jetzt auf der Strecke fahren lässt. Hey, ich meine, wir dürfen natürlich nicht vergessen, hier R8 Performance haben wir, ich glaube, knapp 1700 Kilo am Start. 620 PS, RS e-tron GT sind wir bei 2,3 Tonnen. 626 PS im Overboost. Ich bin echt mal gespannt, inwiefern sich das hier von der Performance unterscheiden wird, weil ich meine, das hier ist ja das Nonplusultra von Audi als Supercar und ja, RS e-tron GT ist so der entspannte Cruiser, sportwagenmäßig, rein elektrisch. Ich bin da echt motiviert, mal wirklich hier jetzt halt auf der Rennstrecke mal den Unterschied zu spüren. Wir fahren uns jetzt erstmal hier ein paar Runden noch ein, aber du merkst schon wieder auf den ersten Metern R8, das ist halt einfach ein Genuss. Getriebe ist halt einfach immer wieder beim R8 sowas von geil, wie schnell das hier schaltet. Die Strecke, muss man sagen, ist schon geil. Alter Schwede, das geht schon wieder hier so los. Geil. Er klebt, das ist so geil. Boah, Geil. Alter Mann. Digga, oi. Robert, sind wir warm? Jo, natürlich sind wir warm. Schauen wir mal die Temperaturen an. Ja, Wir sind heiß. Temperatur ist am Start. Schluck den Gummi runter. Alter. Alter Schwede, Mann. Alter, boah. Alter. Wo fährst du hin? Ja, das weiß ich gerade auch noch nicht, wo ich hinfahre. Ich bin erst 2 Runden gefahren. Ich kenne die Strecke nicht, aber ich vertraue ja dir. Ja, ja. Jetzt geht's hier Solange rechts. du nichts sagst, Vorne geht's links. müsste ja alles gut sein. Boah. So, auf jeden Fall hier schön das Gas halten. Hier einmal kurz spitz rein und dann lassen wir uns raustreiben. Boah. Ich glaube, da wäre der zweite Gang drinnen gewesen. Heute Du die musst dich zweite erst wieder Welle. dran gewöhnen.
dass wir hier einen schönen 10-Zylinder-Motor am Start haben. Wieder. Jo, Boah. jo. Leute, wir haben stabile 60 vorne rechts. Da Ja, geht ich richtig bin- was. Ich bin am Limit, ich sag's dir so, wie es ist. Ja, ja. Ja. Ich merk's, Alter. Alter Schwede, Mann. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich zum Boah. Jetzt hast du das Hütchen mitgenommen. Ich habe überhaupt kein Hütchen mitgenommen. Was passiert? Alter, Hä? fast. Aber ich frage mich, wieso wir auf der rechten Seite fast 60 Grad haben, wo ich sitze. Ich weiß auch nicht, an was das liegt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir Alter hier Schwede, komplett Mann. am Limit fahren, was die Reifen angeht. Boah. So, und jetzt können wir uns raustreiben lassen. Boah. Bisschen Begrenzer. Alter Schwede, Boah, das ist geil. Aber es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Die bremsen am besten ein bisschen früher als vorher. Ja, ja. Wir haben zwar ein bisschen Auslauf, aber wir wollen es doch nicht provozieren. Alter, Mo. Vorsicht, Hütchen, Alter. Das wollen wir nicht wieder Hütchen, mitnehmen. Alter, Junge. Ich komme einfach mit Hütchen nicht gleich. Sag's dir so, wie es ist. Oh, Alter. Boah. Was ist denn los, Robert? Hä? Alter, wir haben vorne Aber rechts das ist- 66 Schau Grad, mal, hier ist Alter. das Hütchen. Alter Schwede. So, wieder schön bis in die Grenze. Alter, ist das geil. Alter. Ja, safe. Ich glaube, danach gibt es erstmal einen Orangensaft. Alter Schwede, Junge, hier geht ja gleich gar nichts mehr. Alter Mann. Ja, das ist brutal. Ja gut, wir sind vorne jetzt auf 3 Bar. Also jetzt Alter, und wird's dann- 70 Grad, Jetzt Alter. wird's dann langsam interessant. So, hier wieder schön halten. Und jetzt Alter wieder Schwede, raus. alter Schwede. Oh. Scheiße! Haben wir das Hütchen mitgenommen? Hütchen mitgenommen. Ich sag doch, ich mag keine Hütchen. Weil ich nehme die Kurven einfach immer so genau und die sind mir einfach im Weg. Ich sag's dir so, wie es ist. So, hier umsetzen. Oh, ich sag's dir, also wir sind hier gerade komplett am Limit, dass alles Alter. vorbei ist. Alter Schwede. Die geht normalerweise im 4. Alter Mo. So. Alter, der will ums Verrecken nicht quer gehen, Mann. Mein Gott. So, jetzt wäre dieser Moment. Ja? Jetzt würde ich gerne in den R8 RWD einsteigen. Was heißt RWD? Das heißt irgendwas mit Heckantrieb. Nein, das heißt Rear Wheel Drive. Bist Das heißt einfach, Heckantrieb. du bist einfach der Profi. Aber, muss man sagen, hier R8 Performance, einfach immer wieder ein Genuss. Alter Schwede, Einfach Junge. immer wieder ein Genuss. Dieser 10-Zylinder, gut, der Reifendruck war jetzt nicht gerade das Beste. Wir sind einfach mal 3-1. wir sind einfach mal auf Ja. knapp 80 Grad vorne rechts. Hä? Endgut. Und 3,1. Also ich würde sagen, idealer Reifendruck, Sieht anders Reifentemperatur sieht anders aus. Aber trotzdem, geile Strecke. Eine Mords-Gaudi. Einfach ein geiles Auto. Ich weiß nicht, was hier mit dem Hütchen passiert ist. Hä, wer war das Robert, denn du hast eigentlich? nur das hingelegt. Ja. Das sollte eigentlich da stehen. Das habe ich irgendwie falsch Also ich verwechselt. weiß nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir steigen jetzt in den RS e-tron GT ein. Und jetzt reißen wir schauen da wir auf. mal hier, Ja? was da lang geht. Ja? Im Vergleich zum R8. Bin ich richtig gespannt. Aber vielleicht schauen wir mal, ob wir noch irgendeine Kurve quer hinbekommen, oder? Quer? Ja, ich weiß nicht. Nee, das dürfen wir nicht. Nein, das ist verboten. Das ist verboten. Sonst ruft mich hier gleich der Werkschutz an, oder? Nee, die Streckenleitung. So, können wir aufreißen? Ja, ich warte nur auf dich. Perfekt. Dann, Mega. geil, Mann. 333 Kilometer Restreichweite haben wir noch. Tür solltest du vielleicht noch zumachen, Ja. das wäre ganz gut. Du aber auch. Außer du willst ein bisschen frische Luft haben. Gerne. Im Kreis fahren wir wieder. Ja. Du hast dein Telefon wieder am Start, Hab wenn ich. irgendwas sein sollte. Wir gehen direkt hier in den Dynamikmodus. Haben wir ihn? Da haben wir ihn, der ist schon drinnen. Hey, mega. Dann machen wir jetzt das ESP machen wir auch noch aus. Ja, warte mal bitte, Ihre Tankklappe ist noch auf. Ah, perfekt, Robert, hast gut zugemacht. Ups. Sehr gut, Robert. Du hattest einen Job. Ah. So. Danke. Warum wolltest du die offen lassen? Damit der Strom mehr Luft bekommt und dadurch Besser gekühlt wird? höhere Leistung erzielen kann. Okay, Richtig. verstehe. Aber aerodynamisch ist das natürlich jetzt nicht so ein Vorteil. Ja. Okay, Leute, dann RS e-tron GT, es geht wieder auf die Strecke. Jetzt sind wir mal gespannt. Ich meine, wir haben 500 Kilo mehr am Start. Ja? Hey. Bedeutet, So. wir müssen deutlich früher bremsen. Ja gut, mit dir wären es dann nur 400 Kilo. Stimmt, hast du eigentlich recht. Sorry, dass ich das gesagt habe. Naja, eigentlich sind es 500 Kilo mehr. Wenn wir zwei drinnen sitzen, dann ist es gefühlt eine Tonne mehr. Also, Oida. Okay. Ja, jetzt wird's du, wild. du halt 50 Kilo, ich 150 Kilo.
Okay. Keramikbremse ist am Start, aber trotzdem, wir werden natürlich deutlich früher bremsen müssen. Ich glaube, wir werden auch einen Ticken mehr Untersteuern haben. Aber was halt natürlich geil ist, Elektropower, direkt Power aus der Kurve raus. Aber ich glaube, es wird trotzdem schon eine Umstellung sein gegenüber R8. Ja, die größte Umstellung ist, glaube ich, soundtechnisch. Naja gut, aber ich meine ganz ehrlich, also laut war das jetzt nicht beim R8. Ja? Nee, gut, laut nicht. Das ist halt wirklich schon, ich meine, R8 schon mit OPF ist schon leider, ne, aber das war halt jetzt noch mal ein gutes Stück leiser. Ja, und du leider. weißt ja, die ganzen neuen Autos, die noch einen Verbrennermotor drinnen haben, werden einfach alle immer leiser und leiser. Und bei einer bestimmten Geschwindigkeit hörst du einfach vom Motor gar nichts mehr. Von daher, Der arme Motor, der kann nicht mehr frei atmen. aber klar, wir haben natürlich noch einen schönen 10-Zylinder-Saugermotor am Start gehabt. Hier jetzt halt pure Elektropower. Alter, Schau mal, das ist halt einfach der das. Und reißt da halt geht's, komplett da an. geht's halt schon los. Diese Power, die du halt direkt aus der Kurve raus hast. Alter, Das ist, schau mal hier. Allein da ist ganz anderes Ansprechverhalten. Ne? Das ist halt das Geile. Das ist halt einfach das Geile, wie du halt hier einfach die Power am Start hast. Direkt so aus krank. der Kurve raus. Alter. Aber ja, du merkst natürlich, du musst deutlich früher bremsen. Alter. Alter Schwede. Ja. Also du merkst definitiv dieses Gewicht mehr. Aber es geht, es geht. Es fühlt sich nicht danach an, als wären es jetzt 500 Kilo mehr. Und es lenkt schön ein, aber das meine ich hier. Das ist das. Hier das Untersteuern, was du halt natürlich bekommst. Das kannst du einfach irgendwann nicht mehr verstecken. Vor allem, wenn die Reifen richtig auf Temperatur kommen, richtig ordentlich Druck bekommen, dann siehst du, da lenkt er raus und dann haben wir hier aber... Alter Schwede. Aber die Power ist halt einfach krass. Das ist krass. Jedes Mal hier ein bisschen Ticken früher bremsen. Aber du darfst nicht vergleichen. Ich meine, R8 ist das Supercar, ja? Von Audi. Und hier RS e-tron GT. Also, das ist halt geil. Schau dir das an. Wie du die Power Vollgas So am geil, Start Alter. hast. Hier merkst du auch Untersteuern etwas, ja. Aber es geht, es geht. Es hält sich wirklich in Grenzen. Also ich dachte, es wäre mehr jetzt. Also es geht voll. Das ist echt geil. Boah, das ist so nice. Ich meine, das Auto ist jetzt nicht dafür gemacht, für die Rennstrecke. Aber Es ist so komfortabel und du kannst trotzdem aufreißen. ja, schau mal, wie du den reinschmeißt. Alter, boah, da reißt gleich die Sitze an. Alter Schwede. Ja, Blinkanlage geht Boah. jetzt auch an. Ja, wir werden langsam warm. Alter Wir Schwede. werden langsam warm. Da drosselt mich das Auto ja gleich. Ui, da wo schon wieder. Da ziehst du den Boah. gut fest, gell? Alter. Der lässt nicht locker. Boah. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, klar, wir haben etwas Untersteuern am Start, wie du hier siehst, ja. Ein wenig. Aber es ist geil zum Fahren. Ja. Es ist geil zum Fahren. R8 auch unfassbar geil zum Fahren. Ich meine, klar, das Auto kannst du halt Boah. natürlich auf der Rennstrecke bewegen. R8 ist ein Supercar für die Straße, was du auf der Ja. Rennstrecke bewegen Ja. kannst. Ja? Du hast Supercars, die sind für die Rennstrecke, die du auf der Straße bewegen kannst. Und mit dem R8 geht halt da echt beides total gut. Das Auto ist total tiefenentspannt. Auf der anderen Seite auch extrem schnell. Du hast einen 10-Zylinder-Saugermotor am Start. Und jetzt hier RS e-tron GT, was eigentlich so der Cruiser ist. Der erste richtige Sportwagen von Audi. Und du kannst hier schon, ein paar Runden kannst du hier schon auf der Rennstrecke fahren damit und hast ordentlich Spaß. Voll. Alter Schwede, junger Vater, alter Mann, was ist denn hier los? Au, au. Oh. Boah. Hier gleich Schädel Basisbruch. Ne? Und mir rennst deinen ganzen Magen um. Alter Schwede. So, hier einmal nochmal schön auf die Gerade zu. Vor allem, du hast einfach ein Alltagsauto, ein Family-Auto und du kannst so aufreißen. Das ist eigentlich so krank. Oh, fast das Hütchen wieder mitgenommen. Du willst es schon wieder wissen. Du willst es schon wieder wissen. Ich fahr mich langsam ein. Ich fahr mich langsam ein, weil es einfach so geil ist zum Fahren. Klar ist es nicht so emotional. Brauchen wir überhaupt nicht reden, Leute. Ich meine, wir sind im R8 gesessen, ne? Auch wenn das Ding nicht mehr so laut ist wie damals, ja. Wie laut die früher gewesen sind. Wir haben immer noch den 10-Zylinder-Saugermotor am Start. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt so zwei unterschiedliche Welten. Ne?
und du hast hier trotzdem so einen Fahrspaß, aber du entwickelst einfach andere Emotionen. Und hier vor allem als Fahrer einfach diese Instant Power, das ist das, was es hier ausmacht. Ja, und das macht richtig Laune. Und deswegen sage ich immer, du kannst diese zwei Welten nicht miteinander vergleichen, Nee, null. weil du komplett andere Emotionen entwickelst, ja? Klar. Und ich meine, du siehst ja hier, der Spaßfaktor ist halt voll am Start, ja? Aber jetzt langsam ist es soweit, wo ich sag, jetzt ist es soweit. Ja, jetzt ist es wirklich soweit. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Weil ich meine, das hat sich jetzt beides schon echt geil angefühlt. Aber jetzt mit dem Rolf da zusammen aufreißen, ne? Ich glaube, der Kollege Vor ist allem, schau, ich motiviert. seh schon- Oi, der Mo. Siehst du das? Alter. Siehst du das? Schau dir das an! Wenn du Alter. da nicht direkt gleich da bist, dann Ja. hast du... Dann schaust du aus der Wäsche. Oi, der Mo. Ey, der Rolf, der reißt ja auf. Vor allem, wir sind zu dritt im Auto. Alter, Scheiße. Wir sind zu zweit im Auto, weil mehr passen ja nicht ein. Hey, das stimmt. Aber schau, das ist schon krass. Aber ich könnte schon noch jemand hier auf meinem Schoß nehmen. Alter Junge, da fliegt der Gummi, das ist ja der Ah, Wahnsinn. da ist ein bisschen leicht quer gekommen. Aber nur leicht. Oh, Wir waren jetzt ein bisschen zu spät dran. Und dann siehst du, dann ist der Rolf direkt gleich weg, weil da schau dir das an. Schau, ich bin voll auf dem Gas. alter Schwede, Mann. Boah. Ich Oh. bin voll auf dem Gas. Das ist so hart einfach. Wie da einfach, das meinte ich vorhin im Video, dass da einfach beim RS e-tron GT ist Alter halt Schwede. einfach die Power direkt da. Da brauchen wir jetzt ein bisschen, bis wir aufholen. Also der Rolf, der zieht Schau schon dir das weg. mal an, wie der Gas gibt. Ist brutal, oder? Ja, wir holen jetzt schon auf. Ja, da bin ich mal gespannt. Der Rolf, der reißt auf, das ist ja der Wahnsinn. Das ist krass. Zieht euch das mal rein, Leute, wie hier RS e-tron GT performt. Das ist brutal. Boah. Der Rolf, der reißt auf mit der Hütten, dass aber alles vorbei ist. Hier, schau, ich komme dann leider so ins Untersteuern rein und dann zieht der RS e-tron GT schon wieder weg. Das ist ja abnormal, Mann. Alter. Junge, Mann. Oh, ein bisschen quer gesetzt. Junge. Jo, was ist denn hier los? Fix noch mal. Alter Schwede. Alter Schwede, was ist denn da? Ja! Alter! Jo, er kommt quer. Alter Schwede. Boah. Bisschen begrenzt, ist das geil, Mann. Aber der Rolf, der reißt auf, dass alles vorbei ist. Das ist die Brille, das sag ich dir. Ja, sag ich dir doch. Robert, du brauchst auch so eine Brille, dann können wir auch mal hier ein bisschen mithalten. Alter Schwede. Hey, Mensch, Meier hier. Fix Lawyer. Alter Schwede. Ist Tempo okay bei euch? Alles super. Aber ich habe das Gefühl, schau das mal an, Alter. Ah, du musst schon kämpfen, das merke ich. Ja klar muss ich kämpfen. Alter Schwede. Ich sag dir doch, dass der RS e-tron GT extrem schnell ist. Das ist echt krass. Das ist ja abartig. Und jetzt sehe ich wenigstens auch mal dieses Heck endlich mal. Endgeil, oder? Einfach sexy. Oi, der Mo. Alter, Boah. Alter. Alter Schwede. Alter. Geil, oder? Der Rolf, der reißt auf, das ist ja der Wahnsinn. Schau dir das mal an, hier aus der Kurve raus. Merkst halt einfach RS e-tron GT, dass da Power da ist. Schau, wenn ich jetzt hier raus, jetzt gehe ich aufs Gas, siehst du das, wie der wegzieht? Das ist ja geisteskrank. Total, Junge. Ah, da wollte ich ihn ein bisschen quersetzen, ne? Aber das ist echt nicht easy, weil du hier so einen Grip hast einfach. Und weil du es nicht darfst. Ah ja, stimmt. Das war ja auch aus Versehen gerade. Geil. Unglaublich, die beiden Dinger. Unglaublich, die beiden Autos. Ich hätte niemals gedacht, dass der RS e-tron GT so gut mithalten würde. Alter! Bist du bescheuert? Alter Schwede. Die war sehr genau gefahren, würde ich mal sagen, oder? Boah. Heiliger Bimbam. Was ist denn los, Robert? Hä? Also ich bin echt gerade geflasht, wie
geil hier der RS e-tron GT gegen den R8 performt hat. Und jetzt, Leute, jetzt machen wir nämlich einen Track Race und jetzt schauen wir mal, wer da von den beiden gewinnen wird. RS e-tron GT gegen Audi R8 Performance. Wir haben Robert mit am Start, der gleich die Ampel schalten wird. Ja. Schaltest du die Ampel oder machst du es so richtig, so good old times mäßig? Mäßig? Ja. Ja, ich werde es versuchen. Ich muss mich jetzt erstmal ausziehen und dann machen wir das. Okay, was glaubst du, wer gewinnt? Fährt gleich los. Ah, okay. Perfekt. Das wäre aber dann Frühstart, ne? Also, ich bin mal echt gespannt, Leute. Ich meine, R8 Performance ist mit 3 Sekunden angegeben. Hier RS e-tron GT mit 3,3 Sekunden. Aber ich habe das Auto auch schon mit 3 Sekunden gemessen. Ne? Und von daher würde ich sagen, wir machen das Fenster zu. Ich bin ready. So, los geht's. Oh, das ist Instant Power. Und wir führen. Oh. Ja, das, Leute, ist Elektropower, würde ich mal sagen. Geil. Also den haben wir auf jeden Fall schon mal gewonnen. Das ist einfach brutal. Einfach diese Power. Ich meine, R8 Performance, 3 Sekunden 0 auf 100, hier 3,3 Sekunden. Aber ihr habt es gesehen. Das ist halt hier einfach die Reaktion, wenn du hier drauf drückst aufs Gas, du hast sofort die Power da, trotz der Launch Control. Und dementsprechend habe ich das Auto ja auch schon mit 3 Sekunden gemessen, weil er ist einfach schneller als angegeben. Wir machen aber jetzt trotzdem noch mal einen zweiten Run. Aber das ist halt einfach RS e-tron GT, diese Power einfach 0 auf 100, Leute. Das ist einfach verrückt. Ja, ich würde mal sagen, Wie war's? obwohl ich ohne Brille gefahren bin Ja. und er Brille auf, Oh, ich war trotzdem schneller. Das muss wirklich Aber wir machen jetzt trotzdem noch mal einen zweiten Run, weil ich möchte auch wirklich sicher gehen, dass wir hier schneller gewesen sind. Aber man hat dann gemerkt, am Anfang bin ich schneller gewesen und dann ist er langsam gekommen. Ja. Also ich glaube, wenn wir hier noch weiterfahren würden, dann gar keine Frage, dann ist der R8 schneller. Aber am Anfang ist es einfach so verrückt. So, wir machen noch mal einen zweiten Run. Die Launch Control von dem R8 und los geht's. Reaktionszeit ist wieder voll am Start. Er kommt. Wow! Ja, ich würde sagen, wir haben nochmal gewonnen. Aber das ist verrückt. Am Anfang, wie viel schneller wir sind und dann merkst du, dann kommt der R8. Dann kommen die 620 PS. Aber einfach verrückt, Leute. RS e-tron GT, einfach hier 0 auf 100. Ist brutal. Ist brutal. Wir haben den zweiten Run auch gewonnen. Bedeutet, RS e-tron GT ist einfach der Sieger. Und ich muss dazu sagen, trotz Launch Control, es hätte mich gewundert, wenn der R8 jetzt hier auf dieser Distanz schneller gewesen wäre. Klar, längere Distanz, ihr seht es. Der R8, der holt dann so ganz leicht auf. Bedeutet, irgendwann wird er nun mal vorbeiziehen. Aber hier am Anfang einfach RS e-tron GT die absolute Macht. So Leute, der Tag hier in Neuburg bei Audi, bei der Audi Driving Experience geht zu Ende. Ein geiler Tag ist es gewesen, vor allem ein sehr interessanter Tag für mich, einfach diese zwei Welten nochmal haargenau zu erleben. Wir steigen in der R8 ein, fahren ein paar Runden, steigen in RS e-tron GT ein, fahren ein paar Runden und das siehst du einfach. Hier hast du im R8 die Vorteile, da hast du im RS e-tron GT die Vorteile direkt aus der Kurve raus. Hast du Instant Power da, auf der anderen Seite hast du einen 10-Zylinder-Saugermotor. Von daher sage ich, zwei Welten, die du nicht miteinander vergleichen kannst, kommen aufeinander. Zwei komplett unterschiedliche Emotionen. Für mich sehr interessant gewesen. Ich weiß nicht, Robert, wie war es für dich? Es war geisteskrank geil. Ja, es war echt geil. Und du, ich sag dir ganz ehrlich, ich wüsste nicht, für was ich mich entscheiden sollte. Weil klar, natürlich könnte ich jetzt sofort sagen, ja, R8, wir haben den 10-Zylinder-Saugermotor am Start. Aber auf der anderen Seite, RS e-tron GT ist einfach so tiefenentspannt. Und dementsprechend, du brauchst einfach beides. Ja. Du brauchst einfach beides. Und jetzt, Leute, sind wir hier gerade noch bei Audi Sport in der Motorsportabteilung gewesen, haben einen kleinen Einblick bekommen, konnten mir allerdings die Kameras nicht mitnehmen. Ich bin im Simulator gesessen, ich habe davor einen Schnitzel gegessen. Mir ist einfach nach 2 Runden ist mir einfach hundschlecht geworden. Dementsprechend musste ich jetzt halt, raus. Aber wir können mal hier so ganz klein, weil hier können wir ja theoretisch noch filmen da. Da sehen wir mal, was da Audi so alles so über die letzten Jahre gewonnen hat. Das ist brutal. So viele Pokale stehen bei dir auch fast daheim, oder? Ja, für den nervigsten Filmer der Welt, glaube ich. Hinten rechts fand ich gut, dass du das LMP-Auto noch gefilmt hast und auch den Audi R8 ja, GT3, den hast du natürlich jetzt halt auf Kamera gehabt, das weiß ich. Richtig. Ja, und generell, ich meine, jetzt so die letzten Tage, wir sind im Audi-Museum gewesen, wir sind
Angefangen vom allerersten Audi-Modell, ja, was dort steht und wirklich bis hin über Werksführung. Wir sind bei der Audi-Tradition gewesen, ja, bedeutet bei den Heiligen Hallen, das war für mich extrem, ich muss schon wirklich sagen, berührend irgendwo, weil, ja, jetzt werde ich sentimental, ich weiß, Robert, aber ich sag dir, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr normal, dass so eine Audi-Tradition, dass solche Autos so gepflegt werden, so gewartet werden, denn wir haben gesehen, das kostet einfach einen Haufen Geld und da muss man wirklich sagen, Hut ab, Respekt an Audi, dass sowas so noch gepflegt wird, denn du musst dir vorstellen, da werden so viele Autos übers Jahr hinweg auf verschiedenen Veranstaltungen gefahren und alles und dementsprechend hoffe ich, dass das auch wirklich beibehalten wird. Ja, und Werksführung war auch mega interessant mit den ganzen Mitarbeitern da das zu sehen, wie viele Autos da jeden Tag da produziert werden. Und apropos produzieren, Leute, das ist noch nicht ganz vorbei, denn es geht für uns als nächstes, ich habe davor noch nie davon was gehört, nach Neckarsulm. Und wir sind ja auch bei Audi Exclusive ja kurz gewesen, da haben wir ja den RSQ8 konfiguriert gehabt. Und dementsprechend seid mal gespannt, denn vielleicht kommt da ja irgendwas. Da braucht ihr nicht mich fragen, ja, sondern da müsst ihr mit dem Robert reden. Mit mir? Ich weiß davon nichts, was da kommen soll. Ich weiß nicht, was schon wieder der Robert für Ideen hat. Und von daher, ja, seid auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, beziehungsweise die letzten Videos. Für mich war es wirklich sehr informativ. Ich hoffe, der Robert hat das Ganze gut begleitet. Ja. Hoffentlich auch. Wenn nicht, dann müsst ihr es mit ihm ausbaden, nicht mit mir. Ich bin da raus aus dem Schneider. Und von daher würde ich sagen, raus aus dem Schneider bin ich jetzt auch. Okay. Nämlich für erstmal. Jetzt Ja. geht es nämlich ins Wochenende. Robert, willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen hier? Nö, eigentlich nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall in Neckarsulm wieder. Gar nichts. Ich finde es super, dass du auch wieder so gesprächig gewesen Nee, bist. ich muss nur die Kamera halten. Ja, alles klar. Das machst du immer bestens. Super. Von daher, Leute, peace out. Bis denn. Achso, da geht's zur Tür. Mein Perfekt. Mein Ich Gott. dachte, da wäre die Tür. Es wäre witzig, wenn du dagegen gelaufen wärst. Hey, mega. Hättest du mir die Tür offen. Passt, oder? Ja, ja. Oder filmst du noch weiter? Ich film schon noch weiter. Ja, perfekt, alles klar. Ja, dann kannst du wenigstens jetzt noch hier das LMP-Auto mitnehmen. Ja, komm. Und der 8 GT3. Ja. Ja. Ja, hast du gut gemacht. Aber jetzt können wir irgendwann mal Schluss machen. Okay, bis Und die dann. Pokale kannst du noch einpacken. Mach ich. Die hast du ja alle gewonnen, oder? Genau. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich zum Jetzt hast du das Hütchen mitgenommen.